Guten Tag an alle. Ich bin Peter und ihr hört Wow Spoken German. Adele, ich muss dir heute etwas Lustiges erzählen. Gestern war ich bei meiner Schwester zum Abendessen eingeladen und ich hatte absolut keine Ahnung, was ich kochen sollte. Herzlich willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Peter, das klingt nach einer kleinen Katastrophe. Warum wusstest du nicht, was du kochen solltest? Naja, meine Schwester hat mir eine Liste geschickt. Eine sehr, sehr lange Liste. Darauf stand, was sie nicht essen darf. Ich habe die Liste gelesen und gedacht, was kann sie dann überhaupt noch essen? Oh, das kenne ich. Viele Menschen haben heute Lebensmittelunverträglichkeiten oder besondere Ernährungsgewohnheiten. Habt ihr, liebe Zuhörer, auch jemanden in eurer Familie, der bestimmte Lebensmittel nicht essen kann? Schreibt es gerne in die Kommentare. Genau. Also, meine Schwester ist Vegetarierin. Das bedeutet, sie isst kein Fleisch und keinen Fisch. Das wusste ich schon. Aber dann habe ich auf der Liste gelesen, dass sie auch keine Milchprodukte verträgt. Das ist eine Laktoseintoleranz. Das bedeutet, dass ihr Körper Milchzucker, also Laktose, nicht gut verdauen kann. Milch, Käse, Joghurt und Butter sind dann oft ein Problem. Genau das. Und weißt du, was das Schwierigste war? Ich wollte eine leckere Gemüsepasta machen, aber in der Soße wollte ich Sahne verwenden. Sahne ist natürlich auch ein Milchprodukt. Das ist wirklich eine Herausforderung. Aber keine Sorge, es gibt heute viele gute Alternativen. Man kann zum Beispiel Kokoscreme oder Hafercreme statt Sahne verwenden. Habt ihr das schon einmal probiert, liebe Zuhörer? Das hat mir meine Nachbarin auch gesagt. Sie hat mir empfohlen, Kokoscreme zu nehmen. Also bin ich in den Supermarkt gegangen. Aber dann habe ich das nächste Problem gefunden. Auf der Liste meiner Schwester stand auch glutenfrei. Oh, glutenfrei bedeutet, dass sie kein Gluten essen darf. Gluten ist ein Eiweiß, das in vielen Getreidesorten vorkommt, zum Beispiel in Weizen, Roggen und Gerste. Normale Pasta enthält Gluten. Richtig. Und normale Pasta ist ja aus Weizen. Also musste ich nach glutenfreier Pasta suchen. Zum Glück gibt es das im Supermarkt. Es gibt Pasta aus Reis oder aus Kichererbsen. Das ist wirklich interessant. Das stimmt. Die Auswahl an glutenfreien Produkten ist heute viel besser als früher. Viele Menschen mit Zöliakie, also einer ernsthaften Unverträglichkeit gegen Gluten, freuen sich darüber sehr. Wisst ihr, was Zöliakie ist, liebe Zuhörer? Ich wusste es vorher nicht genau. Meine Schwester hat es mir erklärt. Bei Zöliakie reagiert der Körper auf Gluten wie auf einen Feind. Das ist keine einfache Unverträglichkeit, sondern eine Autoimmunerkrankung. Das klingt sehr ernst. Ja, das ist es auch. Menschen mit Zöliakie müssen sehr vorsichtig sein. Manchmal reicht schon eine sehr kleine Menge Gluten, um Probleme zu verursachen. Sie müssen sogar aufpassen, dass glutenhaltige Produkte nicht in der gleichen Pfanne gekocht wurden. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe dann auch extra eine neue Pfanne benutzt, nur für das Essen meiner Schwester. War das richtig? Das war sehr aufmerksam von dir, Peter. Genau das ist es, was Menschen mit Ernährungseinschränkungen wirklich schätzen. Wenn jemand sich so viel Mühe gibt, fühlt man sich wirklich willkommen. Danke, aber die Liste hatte noch mehr. Meine Schwester isst auch keinen raffinierten Zucker. Sie sagt, sie versucht, sich zuckerfrei zu ernähren. Interessant. Das ist eine bewusste Entscheidung, keine medizinische Notwendigkeit. Viele Menschen reduzieren Zucker, weil sie gesünder leben möchten. Das ist ein Unterschied zu einer Allergie oder Unverträglichkeit. Ja, das stimmt. Sie hat mir erklärt, eine Allergie ist eine Reaktion des Immunsystems. Eine Unverträglichkeit ist, wenn der Körper etwas nicht verarbeiten kann. Und dann gibt es noch persönliche Entscheidungen, wie zum Beispiel vegetarisch oder vegan zu leben. Sehr gut erklärt. Das ist ein wichtiger Unterschied, den viele Menschen nicht kennen. Liebe Zuhörer, könnt ihr den Unterschied jetzt erklären? Eine Allergie, eine Unverträglichkeit und eine persönliche Ernährungsentscheidung. Schreibt eure Erklärung in die Kommentare. Was mich auch überrascht hat. Es gibt so viele verschiedene Diäten und Ernährungsweisen. Vegetarisch, vegan, glutenfrei, laktosefrei, zuckerfrei. Und dann gibt es noch andere, zum Beispiel die Paleo-Diät oder die ketogene Diät. Das ist wahr. Die Welt der Ernährung ist sehr vielfältig geworden. Früher hat man einfach gegessen, was auf dem Tisch stand. Heute denken viele Menschen sehr bewusst darüber nach, was sie essen und warum. Genau. Aber für mich als Koch war das gestern eine echte Herausforderung. Ich wollte etwas Leckeres kochen, aber es musste vegetarisch, laktosefrei und glutenfrei sein. Und am besten ohne raffinierten Zucker. Was hast du am Ende gekocht? Ich bin sehr neugierig.
Ich habe glutenfreie Pasta mit einer Soße aus Kokoscreme, frischen Tomaten, Knoblauch und vielen Kräutern gemacht. Dazu habe ich einen Behalsch in bunten Salat serviert. Und als Nachtisch habe ich frische Früchte mit Honig gemacht. Honig ist kein raffinierter Zucker. Das klingt wirklich lecker. Und hat es deiner Schwester geschmeckt? Sie war begeistert. Sie hat gesagt, es war eines der besten Mahlzeiten, die sie seit langer Zeit hatte. Und weißt du, was das Schönste war? Ich habe selbst sehr gerne gegessen. Das Essen war wirklich gut. Das ist eine tolle Geschichte, Peter. Das zeigt, dass man auch mit vielen Einschränkungen sehr lecker kochen kann. Man muss nur ein bisschen kreativ sein und sich informieren. Absolut. Und ich habe dabei so viel gelernt. Zum Beispiel, dass Sojasauce oft Gluten enthält. Das hätte ich nie gedacht. Ich wollte die Soße ein bisschen mit Sojasauce würzen, aber meine Schwester hat mich rechtzeitig gewarnt. Oh ja, das ist ein klassischer Fehler. Viele Menschen denken nicht daran, dass Sojasauce aus fermentiertem Weizen gemacht wird. Zum Glück gibt es heute auch glutenfreie Sojasauce, die aus Reis hergestellt wird. Das werde ich beim nächsten Mal kaufen. Ich habe stattdessen frische Kräuter und Zitronensaft verwendet. Das hat auch sehr gut geschmeckt. Ihr seht, liebe Zuhörer, wie man auch ohne Einschränkung trotzdem wunderbar kochen kann. Es geht darum, neue Zutaten kennenzulernen und offen für neue Ideen zu sein. Sagt mir, liebe Zuhörer, habt ihr schon einmal für jemanden gekocht, der besondere Ernährungsbedürfnisse hat? Wie war das für euch? War es schwierig oder habt ihr es genossen? Das ist eine tolle Frage. Ich selbst habe eine Freundin, die vegan ist. Am Anfang war ich immer nervös, wenn sie zu mir zum Essen kam. Ich wusste nicht, was ich kochen sollte. Und wie hast du das gelöst? Ich habe einfach gefragt. Das ist der beste Rat. Wenn jemand besondere Ernährungsbedürfnisse hat, frag einfach. Die meisten Menschen erklären es sehr gerne. Und sie freuen sich, dass du dir Gedanken machst. Dass du dir. Das ist wirklich ein guter Tipp. Viele Menschen schämen sich für ihre Einschränkungen, aber es ist viel besser, offen darüber zu reden. So kann der Koch sich vorbereiten und alle können zusammen genießen. Genau. Und wenn man in einem Restaurant essen geht, sollte man auch keine Angst haben, den Kellner zu fragen. Gute Restaurants sind immer bereit, Gerichte anzupassen oder Informationen über Zutaten zu geben. Ich war neulich in einem Restaurant und ich habe gefragt, ob ein Gericht glutenfrei ist. Der Kellner hat es nachgefragt in der Küche. Das fand ich sehr professionell. Das ist ein Zeichen eines guten Restaurants. Sie nehmen Ernährungsbedürfnisse ernst. In Deutschland wird das immer besser. Viele Restaurants bieten heute spezielle Optionen an. Was ich auch interessant finde: Es gibt Menschen, die sich aus ethischen Gründen vegan ernähren. Sie essen keine tierischen Produkte, weil sie Tiere schützen möchten. Das ist eine sehr bewusste und mutige Entscheidung. Ja, und dann gibt es Menschen, die aus religiösen Gründen bestimmte Lebensmittel nicht essen. Zum Beispiel essen Menschen jüdischen Glaubens kein Schweinefleisch und folgen den Koscher-Regeln. Muslime essen Halalfleisch und kein Schweinefleisch. Das zeigt, wie vielfältig die Welt der Ernährung ist. Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum Menschen bestimmte Dinge essen oder nicht essen. Und das ist alles völlig normal und respektabel. Absolut. Respekt ist das Schlüsselwort. Wenn jemand uns erklärt, was er nicht essen kann oder möchte, sollten wir das respektieren und nicht in Frage stellen. Genau. Ich habe früher manchmal gedacht, oh, das ist kompliziert. Aber jetzt denke ich, das ist eine Gelegenheit, etwas Neues zu lernen und kreativ zu sein. Das ist eine wunderbare Einstellung, Peter. Liebe Zuhörer, das ist auch für euch beim Deutschlernen wichtig. Habt keine Angst vor neuen Dingen. Jede Schwierigkeit ist eine Chance zu wachsen. Schön gesagt. Und auf dem Thema Ernährung gibt es so viele nützliche Wörter auf Deutsch. Zum Beispiel die Ernährung, die Unverträglichkeit, die Allergie, die Zutat, das Rezept, die Diät, glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch, vegan. Sehr gut, Peter. Habt ihr diese Wörter alle verstanden, liebe Zuhörer? Wenn nicht, könnt ihr die Folge noch einmal hören. Das Wiederhören hilft sehr beim Sprachlernen. Und schreibt neue Wörter auf, die ihr nicht kennt. Dann könnt ihr sie in einem Wörterbuch nachschlagen und sie besser lernen. Guter Tipp. Noch eine Frage an unsere Zuhörer. Was ist euer Lieblingsessen? Und habt ihr Einschränkungen beim Essen? Schreibt es in die Kommentare auf Deutsch. Das ist eine tolle Übung. Ja, übt euer Deutsch in den Kommentaren. Wir lesen alle Kommentare sehr gerne. Ihr seid eine tolle Gemeinschaft von Deutschlernern aus der ganzen Welt. Das stimmt. Wir haben Zuhörer aus so vielen verschiedenen Ländern. Das ist wirklich wunderbar. Und ihr alle lernt gemeinsam Deutsch. Wie toll ist das?
Sehr toll. Also, liebe Zuhörer, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, und hinterlasst uns eine Bewertung. Das hilft uns sehr, den Kanal zu wachsen. Genau, und teilt den Kanal mit Freunden, die auch Deutsch lernen möchten. Je mehr wir sind, desto mehr Spaß haben wir alle zusammen. Bevor wir uns verabschieden, habt ihr noch Themen, über die wir sprechen sollen? Schreibt eure Ideen in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Vorschlag. Ja, wir lieben es, Themen zu hören, die euch interessieren. Wow, Spoken German ist für euch da und wir möchten, dass ihr genau das lernt, was ihr braucht. Dann sage ich auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig und lernt jeden Tag ein bisschen Deutsch. Tschüss, liebe Zuhörer. Wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Und denkt daran, jeder Fehler ist ein Schritt vorwärts. Macht weiter so.